Hallo zusammen und willkommen zum letzten Indie-Game-Devlog im Jahr 2018. Als besonderes Special zu diesem Anlass habe ich mir überlegt, hey, warum hältst du nicht mal die ganze Woche fest? Und das habe ich getan für euch, also bleibt auf jeden Fall dran und ganz viel Spaß mit diesem Devlog. Wir haben Montagabend und nach langer Überlegung sind wir der Meinung, es müsste wieder so eine Art Binding Time ins Spiel, also für Gebäude, dass sie etwas Zeit benötigen. Ich schätze, dass ich auch morgen ein neues 3D-Modell dafür modellieren werde, so eine Art Gerüst oder Fassade. Allerdings bin ich heute ziemlich kaputt und werde jetzt gar nichts mehr in Port Empire machen und mich einfach mal ein bisschen ausruhen. Wir haben Dienstagmittag, ich habe es geschafft, das Construction Binding soweit fertig zu modellieren. Ziemlich simpel. Und jetzt muss ich das Ganze allerdings in Unity, also in unser Projekt von Port Empire, erstmal einbauen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt auch sofort und baue für euch die Kamera auf. Dienstagabend, es hat etwas länger gedauert, das Ganze einzubauen, allerdings habe ich guten Fortschritt gemacht, denn ich habe es bereits für die Kolonie und den Woodcutter erfolgreich eingebaut und auch die erfolgreiche Abfrage, ob das Gebäude denn dann fertig ist und all den Kram, und ich kann euch das Ganze hier mal zeigen. Hier seht ihr auch eine Progress Bar, ein neues Construction Binding, welches wir modelliert hatten, und einen kleinen schönen Partikeleffekt. Für die Kolonie war das Ganze ein bisschen tricky wegen den 3 Dächern statt nur einem, aber auch das habe ich eigentlich sehr gut hinbekommen. Und zwar kann ich euch das hier in der Initialize Roof Function zeigen. Für die Forestry war es jetzt ziemlich leicht, einfach bloß das Dach aus- und wieder anzumachen, wenn das Gebäude fertig ist. Aber für die Kolonie musste ich erst ein Array anlegen, aber das konnte ich dann mit einem For Loop ziemlich leicht lösen. Ein weiteres cooles neues Feature wollte ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen, und zwar könnt ihr jetzt den Effekt-Radius hier live im Spiel sehen, also zum Beispiel die Hunting Lodge, wie viele Felder sie Einfluss hat oder welche Felder sie beeinflussen, was ziemlich cool ist und uns viele Möglichkeiten erlaubt. Viel Progress am Anfang der Woche und morgen geht es definitiv weiter. Ich wollte nämlich noch so ein kleines Update an den Tooltips vornehmen und ich schätze mal, dass ich das morgen starten werde, also ja, seid gespannt. Wir haben Mittwoch, es gab eine kleine Planänderung, ich habe heute noch nicht die Tooltips angefangen, ich habe ein anderes Video geschnitten zu einem neuen Format, was bald auf meinem YouTube-Channel kommt, also seid auf jeden Fall gespannt. Und Livestream ist ja auch heute und da muss ich mich so langsam drauf vorbereiten. Aber ich schätze mal, dass wir heute im Livestream noch ein wenig an den Construction Bindings arbeiten und an der Binding Time. Und morgen starte ich dann voll durch mit den Tooltips. Wie bereits erwähnt, habe ich mit euch zusammen im Livestream ein paar weitere Gebäude vorbereitet für diese neue Funktion der Binding Time, nämlich die Schafsfarm und die Webstube. Ziemlich guter Fortschritt in diesem Livestream. Vielen Dank nochmal an alle, die da waren, die supportet haben und fleißig im Chat waren. Das bedeutet mir immer mega viel und das macht auch mega Spaß mit euch. Gut, ich würde sagen, es ist jetzt 20:30 Uhr. Ich bin soweit fertig für heute und morgen starte ich dann definitiv die neuen Tooltips. Donnerstagnachmittag, ich habe schon ein wenig Fortschritt an den neuen Tooltips gemacht, und zwar möchte ich das jetzt gerne in so 3 kleine Kategorien, die ihr hier links sehen könnt, einteilen. Einfach damit wir ein bisschen mehr Platz für mehr Informationen in den Tooltips haben, und ich glaube, das Endprodukt kann ziemlich cool aussehen. Und nach weiteren 2 Stunden ist das mein neues Endergebnis. Und zwar funktionieren unsere Kategorien hier perfekt. Hier haben wir auch eine neue Function, die wir bald einbauen, wo ihr einzelne Villager noch auswählen könnt, die einen Job nicht suchen sollen. Hier habt ihr nochmal eure Wishes, die hier auch mit einem Haken satisfied sind. Und hier ist das Hauptpanel. Hier könnt ihr auch direkt upgraden, Demolition. Und hier ganz normal die Cinematic-Kamera wie früher aktivieren.
Allerdings habe ich bisher nur die Kolonie fertig, also das neue Tooltip. Das bedeutet, ich werde jetzt auf jeden Fall heute Abend noch die Produktionsgebäude anfangen und ich schätze mal morgen fertigstellen. Und das könnte noch ein bisschen tricky werden. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Doch davor möchte ich euch einmal kurz dieses Gebäude hier anteasern, denn das ist bald euer Startgebäude. Aber da verrate ich noch nicht so viel, denn das ist alles noch in Arbeit. Nachdem ich das grobe neue Tooltip-Design für die Kolonie ja bereits fertig hatte, war es eigentlich nur noch ein Copy-Paste für die Produktionsgebäude, was ich jetzt auch innerhalb von einer Stunde geschafft habe oder sogar unter einer Stunde. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden. Hier war das, was ein bisschen tricky war, die Barding-Icons, also die 3D-Icons zu den Gebäuden, separat zu laden im Code, weil jedes Produktionsgebäude nutzt zwar dasselbe Tooltip, allerdings mit ganz anderen Icons und Values. Wir nähern uns langsam dem Ende der Woche. Ich möchte nochmal ganz kurz hier diese neue Map Generation ansprechen, beziehungsweise habe ich ein wenig am Style der Tiles gearbeitet. Ihr seht jetzt hier eine wunderschöne Strandcolor noch an den Edges von den Tiles und ja, das gefällt uns ziemlich gut. Die Random Height haben wir erstmal rausgenommen, denn da haben wir andere Pläne für und ansonsten wird da definitiv nächste Woche noch weiter dran gearbeitet. Ein weiteres cooles Feature, was ich noch zeigen möchte, ist der mehrere Sprachen-Support, wie ihr hier sehen könnt. Denn euch werden jetzt die Texte anhand eurer Systemsprache, die ihr auf eurem Rechner drin habt, angezeigt. Und ja, Port Empire liest die Systemsprache aus und lädt dann einfach das passende JSON-File. Fast ein Jahr arbeite ich jetzt an Port Empire. Selbstverständlich gab es Höhen und Tiefen. Das größte Tief war, als ich merkte, dass ich es doch nicht alleine schaffen kann, dieses Projekt umzusetzen. Bereits dort stand mir Renault stets zur Seite und so habe ich mich damals entschlossen, mit Renault an diesem Spiel weiterzuarbeiten. Er leistet hervorragende Arbeit und auch dir möchte ich natürlich noch einmal Danke sagen. Allgemein möchte ich allen von euch Danke sagen. Alle, die dieses Projekt verfolgen oder sogar finanziell unterstützen, ihr habt mich wirklich motiviert, immer am Ball zu bleiben und aus Port Empire so langsam ein fertiges Spiel zu zaubern. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid und weiter das Spiel verfolgt und eure Meinung in den Kommentaren vertretet. Also noch einmal vielen lieben Dank an die über 1000 Menschen dort draußen im Jahr 2018. Ich freue mich riesig auf das neue Jahr mit euch. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch einmal alle Leute aufzählen, die Port Empire finanziell supportet haben in der Zeit, sei es Patreon, Twitch oder einfache PayPal-Donations. Also nochmal ein riesen Dankeschön an Adrian, Bero, Ian Dorton, Manuel Rauber, Octadurin, Renault, Tobias, Sephir, Akos, Pulsating, Jecki, Hiho Gaming, F_GR, Tomatenblau, Captain Fluffy, Jomatrak und Dabre. Vielen, vielen Dank für euren finanziellen Support. Zur Zukunft von Port Empire kann ich euch nur erstmal so viel verraten. Es geht definitiv nächstes Jahr auf Steam und dann haben auf jeden Fall erstmal die Leute, die die Alpha spielen können, Zugang darüber. Und es wird auch ein paar neue Formate auf meinem YouTube-Channel geben, also bleibt am Ball. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.